Hallo, ich möchte heute über das kleine Büchlein Binti von Nnedi Okorafor sprechen. Dieses Buch ist der erste Teil in einer Trilogie. Diese Trilogie ist Sci-Fi und auch Afrofuturism, wie viele Werke von Nnedi Okorafor. Mir hat dieses Buch sehr, sehr gut gefallen, sowohl beim ersten Mal, aber besonders jetzt auch beim zweiten Lesen. Das Buch und die Trilogie haben ihren Namen durch die Hauptperson, die ebenfalls Binti heißt. Und Binti ist ein Mädchen, das eine Zulassung und sogar ein Stipendium für eine Uni bekommen hat. Und diese Uni liegt auf einem anderen Planeten. Dieser erste Teil der Trilogie geht nun darum, wie Binti versucht, zu der Uni zu kommen. In diesem Teil ist Binti 16 Jahre alt und ich finde krass selbstständig und sie ist auch sehr wissensdurstig. Ich habe ein Zitat rausgesucht, was ich ziemlich lustig fand beim Lesen und was sie auch sehr gut in 2 knappen Sätzen beschreibt irgendwie. Vorweg, sie kommt da gerade beim Flughafen an, wo sie in das Shuttle steigen soll, was sie zur anderen Uni bringt. Und sie kommt also bei diesem Flughafen an. Sie hat noch nie ihr Dorf wirklich verlassen und ist umgeben von ganz vielen anderen Menschen und anderen Aliens. Und sie muss sich in dieser Situation erst zurechtfinden. I looked around and immediately knew what to do next. I walked to the help desk. Ich finde, dieses Zitat zeigt sehr, wie selbstständig sie ist, dass sie, wenn sie braucht, auch sich Hilfe holen kann. Und das fand ich einfach super sympathisch. Und Binti muss auch ziemlich selbstständig sein, denn sie ist ein Himba. Nnedi Okorafor hat sich hier von den Himba, die in Namibia leben, inspirieren lassen. Die Himba hier in diesem Buch sind auf jeden Fall Menschen, die nicht reisen, die ihr Dorf eigentlich nicht verlassen. Wenn sie reisen, dann reisen sie ins Innere. Binti wird die erste Himba-Studentin sein, die überhaupt die Erde verlässt. Also die Himba sind sehr gut im Entwickeln von Technologie und in höherer Mathematik. Besonders Binti ist ein mathematisches Genie und sie ist zum Beispiel schon mit 12 Jahren ein Master Harmonizer geworden und möchte das jetzt perfektionieren und sieht da für sich eigentlich nur die Möglichkeit, an die Uni zu gehen. Was ich ganz interessant fand, war, dass Nnedi Okorafor hier Mathematik mit Religion und so Spiritualität verknüpft hat. Also Mathematik hat auch etwas Meditatives und Spirituelles. Und andersrum, spirituelle Sachen haben auch etwas Mathematisches, was die Himba sehr perfektioniert haben. Weil die Himba dieses Perfektionieren lieber unter sich machen und nicht gerne reisen, entscheidet sich Binti dagegen, ihre Familie und ihren FreundInnen Bescheid zu sagen, dass sie an die Uni geht, sondern schleicht sich einfach heimlich davon. Die Handlung der Geschichte geht dann erst richtig los, als sie auf dem Schiff ist und das Schiff wird überfallen, und zwar von den Medusen. Die Medusen sind die Feinde der Kusch. Die Kusch sind genauso wie die Himba Menschen. Sie sind allerdings die dominante Gruppe auf der Erde, also sie bestimmen hauptsächlich die Normen und Werte unter den Menschen. Wobei die Himba nicht so richtig im Kontakt mit ihnen stehen. Aber die Kusch schauen ziemlich auf die Himba herunter und halten sie für unzivilisiert. Und genau in den Beschreibungen von Situationen von Kusch, die Binti also als Himba trifft, wird sehr viel Rassismus, den es auch heute gibt, beschrieben und eingearbeitet. Die Medusen sind also die Feinde von den Kusch, aber die Himba betrachten die Medusen nicht als Feinde, denn bloß weil sie mit den kriegerischen Kusch sehr jahrhundertelang schon Kriege führen, heißt das nicht, dass die Himba sich da, bloß weil sie auch Menschen sind, involviert sehen in irgendeiner Art und Weise. Und mit diesem Überfall von den Medusen auf das Schiff hat das Tempo der Geschichte auch ziemlich angezogen und es geht auf einmal um Leben und Tod. Beim ersten Lesen fand ich diesen Aspekt ziemlich spannend und mitreißend, fand aber das Timing manchmal ein bisschen merkwürdig. Also manchmal sind mir Dinge zu schnell gegangen oder
das Timing war einfach so ein bisschen off. Beim zweiten Lesen fand ich das tatsächlich gar nicht mehr. Da hat mir das Tempo sogar ziemlich gut gefallen. Ich glaube, das lag daran, weil ich einfach wusste, was passiert und nicht mehr so ungeduldig war beim Lesen, sondern mich mehr auf die Geschichte einlassen konnte und auch Details mit aufgenommen habe. So dass ich dann auch so manche Ideen und Sachen, die Okorafor so eingesprenkelt hat, also ich meine, es ist eine Novella, es ist nicht so viel Platz für blumige Beschreibungen, aber trotzdem einige Ideen sind dabei, die immer mal wieder das Ganze ein bisschen bunter für mich gemacht haben. Ein Beispiel habe ich dafür rausgesucht, und zwar ist das, als Binti sich Essen zusammensucht, um die nächsten paar Tage zu überleben. Am Anfang überlegt sie, was sich länger hält, was gut nahrhaft ist, und dann Then I slid a slice of white milky dessert on my tray. I did not know its name, but it was easily the most wonderful thing I'd ever tasted. Each bite would fuel my mental well-being, and if I were going to survive, I'd need that, especially. Wenn Leute cool über Essen reden, gefällt es mir besonders, und auch hier zeigt sich so ein bisschen, wie Binti irgendwie drauf ist, und macht sie mir sehr sympathisch. Weswegen ich mich freue, dass ich gerade die Möglichkeit hatte, aus der Bücherhalle den zweiten und den dritten Teil auszuleihen. Also den zweiten habe ich auch schon gelesen, aber den dritten wollte ich seit Ewigkeiten lesen und der war immer ausgeliehen, und jetzt habe ich ihn für diesen Monat für mich reserviert. Ich bin gespannt, wie die Trilogie endet und wie das Gesamtbild ist, denn es gibt einige Rätsel noch zu lösen aus dem ersten und dem zweiten Teil, für mich zumindest. Und da es ja beim Lesen immer auf die Perspektive drauf ankommt, habe ich mir auch in Vorbereitung für dieses Video einige Rezensionen von schwarzen YouTuberInnen angeguckt. Manche haben es geschafft, die Handlung von diesem ersten Buch auf eine knappe Minute zusammenzufassen, was ich beeindruckend fand. Und andere Leute haben sich wirklich Zeit genommen, ins Detail zu gehen. Ich werde alle diese Links unten in die Beschreibung schreiben, weil ich sie sehr empfehlen kann. Und damit war es das von mir. Bis bald!